Abermals Hallo für alle Freunde des PS-Speicher TV. Hier ist wieder Andy Schwiezer mit einer neuen Folge über ein Motorrad aus dem PS-Depot Motorrad. Heute habe ich euch eine Honda Goldwing GL1000 mitgebracht. Dieses Motorrad, so imposant wie es aussieht, war eine der umstrittensten Maschinen der 70er Jahre. Honda hatte ja die Marktführerschaft in der Big Bike-Klasse mit der CB750V angetreten, Anfang der 70er Jahre. Kawasaki konterte mit der Z900. Die Motorräder wurden immer schneller, immer sportlicher. Suzuki erzielte Achtungserfolge mit der GT750, dem Dreizylinder-Zweitakt-Wasserbüffel. Kawasaki wollte in der Klasse auch nicht nachstehen, auch mit großen Zweitaktern. Und Honda verblüffte die Motorradwelt 1975 mit der Goldwing, dem goldenen Flügel. Das Flügelsymbol von Honda passte ja sehr gut, metaphorisch, weil dieses Motorrad war bis dahin ein unerreichter Ausbund an Laufkultur. Andererseits, es war schwer, es war komplex, es teilte die Motorradwelt. Die einen sagten, das ist gar kein richtiges Motorrad mehr, hier sind so viele Elemente aus dem Automobilbau dran. Wasserkühlung, Vierzylindermotor, Kardanantrieb, elektrische Helfer, eine elektrische Benzinpumpe. Und andere waren vollkommen begeistert, weil die 82 PS wurden vollkommen souverän erzeugt. Das Motorrad war für damals sehr, sehr leise, hatte einen sehr, sehr guten Massenausgleich, kaum Vibrationen. Und es passierte aber eigentlich etwas, womit auch Honda nicht gerechnet hatte. In Deutschland wurde dieses Motorrad als Sportmaschine verstanden, aufgrund der hohen Leistung von 82 PS. Und damit war es komplett missverstanden worden. Deutschland hatte damals auch auf der Autobahn kein Tempolimit. Und die Goldwing war eigentlich eher für das ruhige, man kann auch spöttisch sagen, pomadige Motorradfahren der Amerikaner. Dieses entspannte, genussvolle Gleiten über lange Strecken gedacht. Also Geschwindigkeiten von mehr als 130 km/h waren eigentlich mit der Goldwing kein Vergnügen. Und wenn man wirklich richtig schnell fuhr, 160, 170, 180, das Motorrad konnte auch noch mehr, konnte es passieren, dass sich dieses Motorrad aufgrund des eher zarten Fahrgestells, der dünnen Gabel, der dünnen Steckachse vorne, gefährlich aufschaukelte. Und dieses Modell gibt es ja heute noch im Honda-Programm. Und mittlerweile ist es so, dass Goldwinger, die es rund um die Welt gibt, speziell in Nordamerika und auch in Europa, dass das alles Leute sind, die das ruhige Tourenfahren auf langen Strecken schätzen, die ihr Motorrad lieber noch mit viel Zubehör verschönern und die hohe Laufkultur lieben. Wir haben hier halt wirklich noch die, man kann aus heutiger Sicht sagen, puristische Urversion. Die hat nicht nur konzeptionell neue Wege beschritten, das war das erste japanische Superbike mit einer Kardanwelle zum Hinterrad und mit einem Vierzylinder-Boxermotor, den man zuvor nur bei Modellen von Ruff und Zündapp schon mal in den 30er Jahren sehen konnte. Den Honda-Konstrukteuren war es klar, dass trotz des hohen Gewichts der Maschine dieses Motorrad trotzdem gut beherrschbar sein sollte und man gab sich viel Mühe, den Schwerpunkt zu senken. Und das führte dazu, dass der Tank gar kein Tank ist. Der eigentliche Benzintank liegt unter der Sitzbank und betankt wird das Motorrad hier mit einem kleinen Tankverschluss unter der Klappe. Und hier ist ein Werkzeugfach, das kann man herausnehmen, ähnlich wie bei BMW seinerzeit. Und hier hat man die Zugänglichkeit zum Luftfilter, zum Kühlerverschluss und an den Seiten die gesamten Elektrikbauteile und Relais. Und mich beeindruckte das Motorrad halt vom Motor auch. Man kann im größten, im 5. Gang, ganz bequem mit 50 durch eine Ortschaft fahren. Gleichzeitig ist es so, wenn auf der Landstraße die Kurven kommen und es rechts und links und bergauf und bergab geht, ist Vorsicht geboten. Das Motorrad gibt mir beim Fahren sehr, sehr wenig Sicherheit. Das hohe Gewicht ist in vielen Fahrsituationen zu spüren. Die Doppelscheibenbremse, die sieht relativ gewaltig aus, wirkt aber angesichts der hohen Masse der Maschine auch relativ zahnlos. Die Dämpfung der Federelemente ist ausgesprochen weich. Also wir haben hier eigentlich einen Straßenkreuzer auf 2 Rädern. Das Motorrad ist alles andere als eine Sportmaschine, weil es steht eigentlich für eine defensive, nerven- und umweltschonende Fortbewegung, was ja sicherlich nicht schlecht ist. Motorradspaß hat halt viele Facetten. Ja, dieses Motorrad steht mit vielen anderen interessanten Hondas der Jahre von 1960
bis in die 90er Jahre im PS Motorraddepot in einem gesonderten Saal im Kellergeschoss. Und dort lässt sich wirklich die Vielfalt und die technische Brillanz der Honda-Motorräder sehr, sehr schön an den einzelnen Exponaten erkennen. Und ich freue mich eigentlich drauf, euch die nächste Folge zeigen zu können. Mal schauen, was wir dann für ein Motorrad vor der Linse und auf der Landstraße haben. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.